Ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Magix M2 Pro Miner, und in dieser Serie Part 2 geht es dabei um Withdraw und Transfer von den Coins, den MXC Coins, die der Magix M2 Pro Miner meint, und wie wir die rausbekommen. Video 1 habe ich schon online gestellt und ist abgedreht. Das könnt ihr euch natürlich nochmal anschauen, falls ihr die ersten Schritte nochmal nachverfolgen wollt. Jetzt geht es um den Part 2. Und falls ihr natürlich noch keinen M2 Pro Miner habt, was ist das? Ein Multi-Token-Miner. Ja, es ist ein Miner, ein Gateway, wie man das auch immer schimpfen mag. Ganz einfach zu installieren für jedermann zu Hause. Und dann kann man sich eine Data Dash App herunterladen auf sein Smartphone und praktisch nachverfolgen, was der Miner am Tag herausspuckt. Der Miner kostet 2.500 Euro und in meinem Fall waren es jetzt 4,5 Monate. Da hatte ich die Investition zurück und darüber drehe ich jetzt das Video, wie wir an das Geld herankommen, auszahlen, und das halt alles Schritt für Schritt, für jeden nachvollziehbar. Im letzten Video haben wir aufgehört, wie wir die MXC Coins aus dem Miner auf die Data Dash App Wallet verschoben haben. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Part, wie wir die MXC Coins aus der Data Dash App Wallet in meinem Fall auf die Metamask Wallet verschieben, um da nachher mit den Coins weiterarbeiten zu können, oder auf eine zentrale Wechselbörse, die uns rüber transferieren können und dann im schlussendlichen Fall auszahlen lassen können in Euro. Das ist jetzt der zweite Teil. Es wird wahrscheinlich noch einen dritten und vierten Teil geben für die komplette Auszahlung, weil das einfach sehr lange Videos sind und viele Details. Deshalb splitte ich die Videos, damit ihr das halt gut nachverfolgen könnt. Und ja, verfolgt einfach meinen Kanal, und wir fangen jetzt direkt an mit dem zweiten Teil. Wir fangen da an, wo wir im ersten Teil aufgehört haben. Also mit der Transferierung der MXC Coins auf die Metamask Wallet. Los geht's. Und da sehen wir es. Aktueller Kontostand: 34.960 MXC Coins. So, jetzt könnten wir hier natürlich verschiedene Variationen machen. Wenn wir jetzt hier auf diesen Pfeil gehen, MXC, so, wir könnten jetzt hier staken lassen oder einzahlen, abheben. Ich möchte das aber in diesem Video einmal abheben lassen. Ich habe ja noch 6.000 MXC Coins, die ich fürs Bitcoin Mining oder 6.100, die ich fürs Bitcoin Mining gesperrt habe, und dann werde ich euch zeigen das Prozedere vom Staken und was es da halt für Möglichkeiten dann damit gibt. Aber jetzt möchte ich abheben. Dann gehen wir jetzt auf Abheben. So, da haben wir den aktuellen Kontostand, und oben steht hier: jede Auszahlung unterliegt einer Sicherheitsprüfung, die an Werktagen bis zu 24 Stunden dauern kann. Aktueller Kontostand, Betrag. Ich denke mal, da kann ich das jetzt nochmal eintippen, wie viel ich herausnehmen möchte. Also tippe ich die Summe ein: 34.960 und 46. Empfängeradresse. Ja, die Empfängeradresse sehen wir jetzt hier nicht. Die muss ich mir aus der Metamask Wallet holen. Die öffne ich jetzt eben. Metamask Wallet öffnet sich. So, jetzt ist es wichtig: in der Metamask Wallet gibt es oben, wo Wallet steht, wenn wir drauf tippen, kann man ja hier verschiedene Netzwerke eingeben. Hier auf jeden Fall Ethereum Main Netzwerk auswählen, weil das ein ERC20 Token ist im Ethereum Netzwerk der MXC Coin. Deshalb müssen wir das einmal auswählen. So, und jetzt steht hier Received by ZenSwap. Uns reicht, wenn wir einfach die Adresse hier rein
kopieren, einfach draufklicken und meine Metamask Wallet fürs Ethereum Netzwerk Adresse ist kopiert. Jetzt gehen wir wieder zurück in die App. Kann ich hier die Empfängeradresse eingeben. Einfach länger draufdrücken und auf Einsetzen. So, da ist meine Wallet-Adresse. Jetzt sehen wir hier noch aktuelle Transaktionsgebühr darunter 2500 MXCs. Du musst sicherstellen, dass du mindestens diese Gebühr festlegst, um die Kosten decken zu können. Also es werden mir 2500 MXC Coins für diese Transaktion abgezogen. Wie viel das jetzt gleich im Detail ist, das rechne ich jetzt eben aus. So, jetzt können wir das eben einmal öffnen und schauen uns den des MXC Coins an. Und da ist er. 0,076. Diesen Wert nehmen wir und gehen jetzt mal in den Taschenrechner und rufen den auf. So, jetzt kopieren wir das mal hier ein. 0,07632 0,76324 mal 2500. So, das heißt, diese Transaktion kostet mich 190,81 €. Das muss ich dabei berücksichtigen. Ja. Die werde ich jetzt aber trotz dessen jetzt durchführen, um euch das einfach alles Schritt für Schritt zu zeigen. Dann gehen wir mal wieder zurück in die DataDash App und sehen das hier. Und jetzt möchten wir die Auszahlung anfordern. Das machen wir jetzt. Auszahlung anfordern. Auszahlung bestätigen. Bitte überprüfen Sie die Empfängeradresse sorgfältig, um sicherzustellen, dass diese genaue deinen Eingaben entspricht. So, dann bestätigen wir das Ganze. Wir können jetzt hier auf Abheben gleich gehen, wenn die 25 Sekunden abgelaufen sind. So, dann können wir das jetzt hier bestätigen und drücken jetzt auf Fortsetzen. Touch ID für die DataDash App. So, jetzt möchte er hier 2 FA-Einrichtungen haben. Wir gehen hier auch weiter und müssen uns hier über diese 2 Stufen Authentifizierung dann diesen Verifizierungscode bekommen. So, wie machen wir das? Wenn man das vorher nicht gemacht hat, dann muss man natürlich verschiedene Apps runterladen, die oder eine von den verschiedenen Apps lasse ich unten in der Videobeschreibung als Link da, wo ihr sowas machen könnt. Und ansonsten gehe ich jetzt mal eben kurz hier raus, kopiere den Code und öffne die Authentifizierungs-App. Wer die Schritte jetzt verfolgen möchte, der kann das ganze Prozedere sich jetzt auch nochmal anschauen. Und zwar gehen wir hier auf den Webbrowser, in der Suchleiste Authentifizierungs-App raussuchen und da gibt es einige, wie gesagt, in der Videobeschreibung lasse ich da. Ich benutze den Google Authenticator, da tippe ich drauf, Dings auch Google und Play Store und den hatte ich schon mal runtergeladen, deshalb kann ich den jetzt auch hier öffnen. Und da sehen wir das schon, das ist ein Pluszeichen, da drücken wir drauf, unten rechts. Jetzt könnte man QR-Code scannen oder den Einrichtungsschlüssel eingeben, den wir, also nochmal vorsichtshalber, Code kopieren, drauf gehen, dann gehen wir jetzt wieder zurück, nochmal das Pluszeichen rechts unten drücken, Einrichtungsschlüssel eingeben, Konto kann man jetzt drauf schreiben, MXC Wallet Data
Dash App. So, Schlüssel einfügen, einsetzen, hinzufügen. So, und da haben wir jetzt den Schlüssel. Das ist der Code. Kopiert, zurück zur App, weiter. Den Verifizierungscode jetzt hier einmal einsetzen und bestätigen. So, das ist meine 2FA-Einrichtung, Sicherheitsschlüssel. Den sollte man sich auf jeden Fall niederschreiben, nicht abfotografieren, sondern auf einem Stück Papier niederschreiben und so gut verwahren, dass das niemand sieht, weil dann kann auch niemand an die Wallet dran und ja, an euren MXC Miner. Gut, aufgeschrieben haben wir es. Dann müssen wir jetzt hier unten ein Häkchen setzen und das Ganze dann auch einmal bestätigen. So, Auszahlung bestätigen, damit es weitergeht. Hier nochmal ein kleiner wichtiger Hinweis, warum ich die Metamask Wallet genommen habe und jetzt nicht von einer zentralen Wechselbörse wie Binance, Gate.io, Coinbase, dies und jenes. Nicht jeder unterstützt den MXC-Coin, wo man ihn wechseln lassen kann. Das ist dann wieder von der Börse abhängig. Deshalb die Metamask Wallet, weil wir darauf dann auf dezentralen Wechselbörsen auf jeden Fall den Coin gegen einen anderen Coin tauschen können, der wiederum von einer Kryptobank, wie man das so nennt, unterstützt wird. Dann kann man das nämlich dann übertragen lassen und sich das Geld auch auszahlen lassen. Ja? So, dann drücken wir jetzt hier erstmal weiter. Jetzt läuft hier nochmal der Countdown runter. So, der Countdown endet jetzt sofort. Und dann drücke ich mal drauf, trotzdem fortsetzen. Touch ID für die Data Dash App. Er möchte noch einmal den Code haben. Wie machen wir das? Wir gehen wieder zurück. Warten jetzt hier ab. Da wird ein neuer Code generiert. Da ist er. Den kopieren wir. Kopiert. Wir gehen jetzt hier auf weiter. Müssen wir nochmal eben warten. Ich glaube, man muss das sofort machen, weil der Code, der läuft ja auch ab. Da sieht man ja auch eine Uhr. Wird immer weniger und dann läuft der Code ab. Deshalb müssen wir jetzt hier eben einmal abwarten, bis die Sekunden runtergelaufen sind. Und dann können wir nämlich hier trotzdem fortsetzen. Touch ID für Data Dash App. Nochmal zurück zum Google Authentifikator. Jetzt warten wir diesen Code nochmal ab, weil er gleich zu schnell einfach abläuft. Und holen uns einen neuen Code. So, neuer Code ist da. Kopiert, schnell rüber. Verifizierungscode einsetzen und das Ganze bestätigen. Okay. Da war gerade diese Warnmeldung, nicht genug Balance, also nicht genug Guthaben für den Auszahlbetrag. Ich dachte, diese Gebühr wird automatisch vom Abhebungsbetrag abgezogen, wird es aber nicht. Das heißt, ich muss den Betrag, den ich abziehen möchte an MXC-Coins, ja, minusrechnen gegen die Gebühr, die MXC haben möchte für die Transaktion. So, dann muss ich jetzt nochmal zurückgehen auf Abheben. So, aktueller Kontostand und den Betrag hier dann eingeben. 32.460,46. Auch hier dabei ein
Info für euch, nicht Komma setzen, wie man das gewohnt ist, sondern einen Punkt. Ja, dann sollte das vonstatten gehen. Ansonsten wird er das Kommazeichen, glaube ich, nicht erkennen. So, die Empfängeradresse brauche ich jetzt noch einmal aus der MetaMask Wallet. Reinkopieren. So, fertig. Anzahlung anfordern. Noch einmal die Auszahlung bestätigen. Jetzt kommt wieder der Countdown. Den lassen wir jetzt eben runterlaufen. Trotzdem fortsetzen. Touch ID. So, jetzt müssen wir nochmal diesen Verifizierungscode für die 2 Stufen Authentifizierung nochmal holen. Also nochmal zurück zum Google Authenticator. Da haben wir die aktuelle kopiert. Verifizierungscode einfügen. Bestätigt. Abhebung. Wir haben es geschafft. Oder ich habe es geschafft. Abhebung ist bestätigt. Eine Auszahlungsanfrage wurde erfolgreich übermittelt. Und der Supernode-Betreiber wird diese Transaktion innerhalb eines Werktags bestätigen. Ja, das war meine allererste Transaktion. Jetzt hier aus der DataDash Wallet überhaupt an mich versendet habe. Ja, jetzt drücken wir mal hier auf Fertig. Und aktueller Kontostand 0 MXCs. Alles ist weg, alles ist leer. Wenn wir jetzt hier auf den Miner gehen, rechts unten, dann sehen wir immer noch den, ja, bis dato gemeinte MXCs. Gesundheitswert ist auf 40% und ja, der Kraftstofftank ist bei 0. Und wenn wir jetzt drauf gehen, ja, hier können wir den Miner wieder auftanken lassen. Das werde ich euch dann in weiteren Videos zeigen, wenn ich den Miner wieder zu 100% aufladen werde. Ich hoffe, in den nächsten Videos oder in den nächsten Tagen, Wochen, werden wir auch hiermit den Fortschritt sehen, wie sich der Miner wieder automatisch auflädt. Natürlich werde ich nicht warten, bis der irgendwann mal seine 99,9% bekommt, sondern werde frühzeitiger wieder den Miner aufladen, sodass er wieder voll einsatzbereit ist. Ich zeige euch dann jetzt gleich zum Schluss nochmal die erfolgreiche Transaktion auf meiner MetaMask Wallet, sobald das Geld eingegangen ist. So, das Geld ist jetzt eingegangen, beziehungsweise die MXC Coins. Hier können wir das nämlich auf dem Etherscan.io sehen. Da haben wir unsere Adresse oder meine Adresse. Und hier ist der erfolgreiche Transfer gewesen vor 2 Stunden und 15 Minuten. Jetzt gehen wir mal hier eben auf die MetaMask Wallet rein und als Erweiterung, und hier können wir sehen, die MXC Coins sind da. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen, wie ihr die MXC Coins von der DataDash App Wallet auf die MetaMask rüber transferiert könnt. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr natürlich kein weiteres Video mehr. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Cash-Out Part 3, wo wir dann halt die Coins wechseln, swappen werden, um dann nachher natürlich die Coins in entweder andere Coins zu tauschen oder auf eine zentrale Wechselbörse zu versenden, damit wir schlussendlich irgendwann mal das Geld auszahlen lassen können. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.